Sprechen und Hören üben. Thema: Bedürfnis, besser zu schlafen. Anna, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in letzter Zeit habe ich große Probleme mit dem Schlafen. Ich fühle mich den ganzen Tag müde und benommen. Ja, John, ich weiß, was du meinst. Ich habe das gleiche Problem. Ich habe das Gefühl, dass ich nie genug Schlaf bekommen kann. Ich habe alles ausprobiert, von Schlaftabletten bis hin zu Meditation, aber nichts scheint zu funktionieren. Hast du Tipps, wie man besser schlafen kann? Tatsächlich habe ich einige Nachforschungen über die Vorteile von Schlaf angestellt und herausgefunden, dass ausreichend Schlaf für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden unerlässlich ist. Es kann das Gedächtnis verbessern, Stress abbauen und sogar bei der Gewichtsabnahme Das helfen. ist interessant. Ich hatte keine Ahnung, dass Schlaf so wichtig ist. Aber wie schlafen wir eigentlich besser? Nun, es gibt ein paar Dinge, die wir ausprobieren können. Zunächst einmal sollten wir uns an einen konsequenten Schlafrhythmus halten, indem wir jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen und aufwachen, auch am Wochenende. Das ist eine gute Idee. Ich habe gehört, dass es auch helfen kann, eine entspannende Schlafenszeitroutine zu schaffen. Vielleicht könnten wir versuchen, vor dem Schlafengehen ein warmes Bad zu nehmen oder ein Buch zu lesen. Ja, genau. Und wir sollten auch sicherstellen, dass unser Schlafzimmer zum Schlafen förderlich ist, indem wir es kühl, dunkel und ruhig halten. Und begrenzen Sie unsere Exposition gegenüber Bildschirmen und künstlichem Licht vor dem Schlafengehen. Wow, ich hätte nie gedacht, dass unsere Umwelt einen so großen Einfluss auf unseren Schlaf haben kann. Was ist mit Koffein und Alkohol? Wirken sich diese auch auf unseren Schlaf aus? Auf jeden Fall. Sowohl Koffein als auch Alkohol können unseren Schlafzyklus stören und das Einschlafen erschweren. Wir sollten nachmittags und abends auf Koffein verzichten und unseren Alkoholkonsum kurz vor dem Schlafengehen einschränken. Macht Sinn. Und wie sieht es mit Bewegung aus? Hilft das beim Einschlafen? Ja, Bewegung kann tatsächlich die Qualität unseres Schlafes verbessern, aber wir sollten intensive Trainingseinheiten kurz vor dem Schlafengehen vermeiden, da sie das Einschlafen erschweren können. Okay, ich glaube, ich habe ein besseres Verständnis dafür, wie wir unseren Schlaf verbessern können. Lassen Sie uns versuchen, einige dieser Tipps umzusetzen und zu sehen, ob es einen Unterschied macht. Gute Idee, John. Und wenn wir immer noch Probleme mit dem Schlafen haben, können wir jederzeit mit einem Arzt oder Schlafspezialisten sprechen, um weiteren Rat zu erhalten. Einverstanden. Danke, dass du deine Forschung mit mir geteilt hast, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser darüber informiert, wie ich besser schlafen kann. Kein Problem, John. Lassen Sie uns unserem Schlaf Priorität einräumen und uns tagsüber ausgeruhter und energiegeladener fühlen. Anna, ich habe mehr darüber nachgedacht, was du über die Vorteile des Schlafs gesagt hast. Was haben Sie bei Ihrer Recherche herausgefunden? Nun, John, ich habe entdeckt, dass ausreichend Schlaf einen großen Einfluss auf unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden haben kann. Es kann zum Beispiel unser Gedächtnis verbessern, Stress abbauen und sogar unser Immunsystem stärken. Wow, ich hatte keine Ahnung, dass Schlaf so wichtig für unsere Gesundheit ist. Was haben Sie sonst noch herausgefunden? Ich habe auch gelernt, dass Schlafmangel zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen kann, darunter Fettleibigkeit, Herzerkrankungen und Diabetes. Es kann auch unsere Stimmung und kognitive Funktion beeinflussen und es schwieriger machen, sich tagsüber zu konzentrieren und zu konzentrieren. Das ist wirklich besorgniserregend. Ich wusste, dass Schlafmangel dazu führen kann, dass wir uns müde und benommen fühlen, aber ich hatte keine Ahnung, dass dies so schwerwiegende Folgen haben könnte. Ja, das ist definitiv etwas, das wir ernst nehmen sollten.
Und die gute Nachricht ist, dass es viele Dinge gibt, die wir tun können, um unseren Schlaf zu verbessern und unsere Gesundheit zu schützen. Wie was? Nun, wir können damit beginnen, einige der gesunden Schlafgewohnheiten umzusetzen, über die wir zuvor gesprochen haben, wie zum Beispiel die Einhaltung eines konsistenten Schlafplans, die Schaffung einer entspannenden Schlafenszeitroutine und die Sicherstellung, dass unser Schlafzimmer dem Richtig, Schlaf ich erinnere förderlich mich ist. jetzt. Und wie sieht es mit Bewegung aus? Sie haben erwähnt, dass es auch den Schlaf verbessern kann. Ja, regelmäßiges Training kann definitiv dazu beitragen, die Qualität unseres Schlafes zu verbessern. Es muss nichts zu Intensives sein, schon ein flotter Spaziergang oder ein sanftes Yoga kann einen Unterschied machen. Okay, das ist gut zu wissen. Und wie sieht es mit der Ernährung aus? Kann das, was wir essen, unseren Schlaf beeinflussen? Auf jeden Fall. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, unsere Schlafqualität zu verbessern. Wir sollten versuchen, große Mahlzeiten und übermäßige Flüssigkeiten kurz vor dem Schlafengehen zu vermeiden, da diese Beschwerden verursachen und das Einschlafen erschweren können. Verstanden. Es hört sich also so an, als gäbe es viele Dinge, die wir tun können, um unseren Schlaf zu verbessern und unsere Gesundheit zu schützen. Danke, dass du das alles mit mir geteilt hast, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser informiert. Kein Problem, John. Lassen Sie uns den Schlaf zu einer Priorität machen und anfangen, all die erstaunlichen Vorteile zu nutzen, die damit einhergehen. Anna, ich habe mehr darüber nachgedacht, was du vorhin darüber gesagt hast, wie schlechter Schlaf zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Sicher, John. Schlafmangel wird mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, darunter Fettleibigkeit, Herzerkrankungen und Diabetes. Wenn wir nicht genug Schlaf bekommen, kann sich dies auf unsere Hormone und unseren Stoffwechsel auswirken, was es schwieriger macht, ein gesundes Gewicht zu halten und unser Risiko für chronische Krankheiten erhöht. Das ist wirklich besorgniserregend. Ich hatte keine Ahnung, dass Schlaf einen so großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Ja, das ist definitiv etwas, das wir ernst nehmen sollten. Und die gute Nachricht ist, dass es viele Dinge gibt, die wir tun können, um unseren Schlaf zu verbessern und unsere Gesundheit zu schützen. Richtig, wie das Einhalten eines konsistenten Schlafplans und das Erstellen einer entspannenden Schlafenszeitroutine. Aber was ist mit Menschen, die Schlafstörungen haben, egal was sie tun? Nun, in einigen Fällen kann schlechter Schlaf ein Symptom für eine zugrunde liegende Erkrankung sein, wie zum Beispiel Schlafapnoe oder Restless-Legs-Syndrom. In diesen Fällen ist es wichtig, mit einem Arzt oder Schlafspezialisten zu sprechen, um weitere Untersuchungen und Behandlungen zu erhalten. Okay, das macht Sinn. Und wie sieht es mit Medikamenten aus? Gibt es Medikamente, die beim Schlafen helfen können? Es gibt einige Medikamente, die beim Schlafen helfen können, aber sie sollten nur unter Anleitung eines Arztes eingenommen werden. Sie können gewohnheitsbildend sein und Nebenwirkungen haben, daher ist es wichtig, sie nur nach Anweisung zu verwenden. Ich verstehe. Es hört sich also so an, als gäbe es viele Dinge, die wir tun können, um unseren Schlaf zu verbessern und unsere Gesundheit zu schützen. Danke, dass du das alles mit mir geteilt hast, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser informiert. Kein Problem, John. Schlaf ist ein so wichtiger Teil unserer allgemeinen Gesundheit und unseres Wohlbefindens, und es ist nie zu spät, ihn zu einer Priorität zu machen. Anna, ich habe mehr darüber nachgedacht, worüber wir vorhin gesprochen haben, und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir Maßnahmen ergreifen, um unseren Schlaf zu verbessern. Was sagst du? Ich bin voll und ganz dabei, John. Lass es uns tun. Was ist unser Plan? Nun, zunächst einmal denke ich, dass wir damit beginnen sollten, einige der gesunden Schlafgewohnheiten umzusetzen, über die wir vorhin gesprochen haben.
Das bedeutet, dass wir uns an einen konsistenten Schlafplan halten, eine entspannende Schlafenszeitroutine schaffen und sicherstellen, dass unser Schlafzimmer dem Schlaf förderlich ist. Das klingt nach einem tollen Plan. Wie sollte unser Schlafrhythmus aussehen? Ich dachte, wir könnten versuchen, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzuwachen, auch am Wochenende. Auf diese Weise gewöhnt sich unser Körper an die Routine und wir können leichter einschlafen. Okay, das macht Sinn. Und wie sieht es mit unserer Schlafenszeitroutine aus? Ich denke, wir sollten versuchen, vor dem Schlafengehen eine entspannende Umgebung zu schaffen, die uns hilft, uns zu entspannen und uns auf den Schlaf vorzubereiten. Vielleicht könnten wir ein warmes Bad nehmen, ein Buch lesen oder ein paar Entspannungsübungen machen. Das sind alles tolle Ideen. Und was ist mit unserem Schlafzimmer? Wie können wir sicherstellen, dass es dem Schlaf förderlich ist? Nun, wir sollten dafür sorgen, dass es kühl, dunkel und ruhig ist. Wir könnten Verdunkelungsvorhänge oder eine Maschine mit weißem Rauschen verwenden, um eine friedliche Umgebung zu schaffen. Und wir sollten auch sicherstellen, dass unser Bett bequem und stützend ist, mit sauberen Laken und Kissen. Das hört sich perfekt an. Und was können wir sonst noch tun, um unseren Schlaf zu verbessern? Wir sollten auch versuchen, unsere Exposition gegenüber Bildschirmen und künstlichem Licht vor dem Schlafengehen zu begrenzen, da dies den natürlichen Schlafwachrhythmus unseres Körpers stören kann. Und wir sollten Koffein, Alkohol und große Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen vermeiden. Verstanden. Es hört sich so an, als gäbe es viele Dinge, die wir tun können, um unseren Schlaf zu verbessern und eine gesunde Schlafumgebung zu schaffen. Auf jeden Fall. Und wenn wir immer noch Schlafstörungen haben, können wir in Betracht ziehen, mit einem Arzt oder Schlafspezialisten zu sprechen, um weiteren Rat zu erhalten. Einverstanden. Lassen Sie uns den Schlaf zu einer Priorität machen und uns tagsüber ausgeruhter und energiegeladener fühlen. Klingt nach einem Plan, Anna. Auf besseren Schlaf und bessere Gesundheit. Anna, ich denke, wir sollten auch einige Änderungen an unserem Lebensstil vornehmen, um unseren Schlaf zu verbessern. Was denkst du? Dem stimme ich zu, John. Über welche Art von Veränderungen denken Sie nach? Nun, für den Anfang sollten wir wahrscheinlich unseren Koffeinkonsum reduzieren. Ich weiß, dass ich dazu neige, den ganzen Tag über viel Kaffee zu trinken, und das könnte meinen Schlaf beeinträchtigen. Das ist ein guter Punkt. Das habe ich auch bei mir selbst festgestellt. Wie wäre es, wenn wir unseren Koffeinkonsum auf nur 1 oder 2 Tassen Kaffee am Morgen beschränken? Das klingt nach einer guten Idee. Und was ist mit Bildschirmen? Ich weiß, dass ich mich schuldig mache, wenn ich nachts mein Telefon oder meinen Laptop im Bett benutze. Ich auch, John. Aber ich habe gelesen, dass das blaue Licht von Bildschirmen unseren Schlaf stören kann. Vielleicht sollten wir versuchen, unsere Exposition gegenüber Bildschirmen vor dem Schlafengehen zu begrenzen. Das ist eine gute Idee. Wie wäre es, wenn wir eine Regel aufstellen, unsere Telefone mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen wegzulegen? Klingt nach einem Plan, John. Und wie sieht es mit Bewegung aus? Glaubst du, das könnte uns beim Schlafen helfen? Auf jeden Fall. Ich habe gelesen, dass Bewegung die Qualität unseres Schlafes verbessern kann. Wie wäre es, wenn wir morgens spazieren gehen oder joggen? Ich liebe diese Idee, John. Es wäre eine großartige Möglichkeit, den Tag zu beginnen und frische Luft zu schnappen und sich zu bewegen. Super, ich bin froh, dass du an Bord bist. Und wir sollten auch versuchen, intensive Bewegung kurz vor dem Schlafengehen zu vermeiden, da dies das Einschlafen erschweren kann. Richtig, das ist ein guter Punkt. Wir sollten versuchen,
morgens oder am frühen Nachmittag Sport zu treiben. Genau. Und ich denke, mit diesen Änderungen des Lebensstils, zusammen mit den gesunden Schlafgewohnheiten, über die wir bereits gesprochen haben, sollten wir auf dem Weg zu einem besseren Schlaf sein. Dem kann ich nur zustimmen, John. Lassen Sie uns diese Veränderungen vornehmen und uns tagsüber ausgeruhter und energiegeladener fühlen. Auf besseren Schlaf und bessere Gesundheit. Anna, ich fühle mich in letzter Zeit so viel besser. Ich denke, all die Änderungen, die wir an unserer Schlafroutine vorgenommen haben, zahlen sich wirklich aus. Ich weiß, was du meinst, John. Ich habe auch einen großen Unterschied bemerkt. Ich fühle mich tagsüber wacher und konzentrierter und habe insgesamt mehr Energie. Auf jeden Fall. Und ich schlafe nachts viel besser. Ich schlafe schneller ein und schlafe länger durch, und ich wache ausgeruhter auf. Das ist toll zu hören, John. Das habe ich auch bei mir selbst festgestellt. Es ist erstaunlich, wie viel Unterschied ein guter Schlaf machen kann. Absolut. Und ich denke, das alles ist den gesunden Schlafgewohnheiten zu verdanken, die wir praktiziert haben, wie zum Beispiel die Einhaltung eines konsistenten Schlafplans, die Schaffung einer entspannenden Schlafenszeitroutine und die Sicherstellung, dass unser Schlafzimmer dem Schlaf förderlich ist. Und vergessen Sie nicht die Änderungen unseres Lebensstils, die wir vorgenommen haben, wie zum Beispiel die Reduzierung unseres Koffeinkonsums und die Begrenzung unserer Bildschirmbelastung vor dem Schlafengehen. All diese Dinge haben uns geholfen, unseren Schlaf und Du hast unsere recht, allgemeine Anna. Gesundheit zu Es verbessern. war eine Teamleistung, und ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, unserem Schlaf Priorität einzuräumen. Ich auch, John. Es ist erstaunlich, wie viel besser wir uns jetzt fühlen. Auf besseren Schlaf und bessere Gesundheit. Ein Hoch darauf, Anna. Anna, mir ist noch etwas anderes aufgefallen, seit wir angefangen haben, unseren Schlaf zu priorisieren. Ich habe das Gefühl, dass sich meine Stimmung und mein allgemeines Wohlbefinden verbessert haben. Ja, John, mir ist das Gleiche aufgefallen. Ich fühle mich entspannter und weniger gestresst, auch wenn es tagsüber hektisch wird. Genau das ist es, Anna. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt besser mit Stress und Angst umgehen kann, da ich genug Schlaf bekomme. Es ist erstaunlich, wie viel Einfluss Schlaf auf unsere psychische Gesundheit haben kann. Und wenn wir ausgeruht sind, sind wir besser gerüstet, um alle Herausforderungen zu meistern, die auf uns zukommen. Auf jeden Fall. Und ich denke, ein Teil davon ist, dass ich mich tagsüber einfach energiegeladener und wacher fühle. Wenn ich nicht müde und benommen bin, bin ich produktiver und kann mich besser konzentrieren. Das ist ein großartiger Punkt, John. Und ich habe auch bemerkt, dass sich mein Gedächtnis und meine kognitiven Funktionen verbessert haben. Ich habe das Gefühl, dass ich klarer denken und mich besser an Dinge erinnern kann. Wow, das ist wirklich beeindruckend, Anna. Es zeigt nur, wie wichtig Schlaf für unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden ist. Auf jeden Fall, John. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, unserem Schlaf Priorität einzuräumen. Es hat einen so positiven Unterschied in unserem Ich Leben auch, gemacht. Anna. Auf besseren Schlaf und bessere Gesundheit. Anna, wenn ich auf alles zurückblicke, was wir über Schlaf gelernt haben, wird mir klar, wie wichtig er für unsere Gesundheit und unser Glück ist. Ja, John, dem kann ich nur zustimmen. Schlaf ist für so viele Aspekte unseres Wohlbefindens unerlässlich, von unserer körperlichen Gesundheit über unsere geistige Gesundheit bis hin zu unseren kognitiven Funktionen. Und ich denke, wir haben uns das selbst bewiesen, indem wir Schlaf zu einer Priorität in unserem Leben gemacht haben. Wir haben gesehen, wie viel Unterschied es machen kann,
wie wir uns fühlen und wie wir mit Stress und Herausforderungen umgehen. Auf jeden Fall, John. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir Schlaf auch in Zukunft zu einer Priorität machen. Es ist leicht, anderen Dingen den Vorrang zu geben, aber wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig Schlaf für unsere allgemeine Gesundheit und unser Glück ist. Du hast recht, Anna. Von nun an schwöre ich, dafür zu sorgen, dass ich jede Nacht genug Schlaf bekomme. Ich möchte mich weiterhin so gut und energiegeladen fühlen. Hier ist es genauso, John. Verpflichten wir uns, unserem Schlaf Priorität einzuräumen und sicherzustellen, dass wir uns um unseren Körper und Geist kümmern. Ich bin bei dir, Anna. Auf besseren Schlaf und bessere Gesundheit. Danke für das Aufpassen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Treffen wir uns bald in unserem nächsten Video.